Stell dir vor, jemand würde behaupten, er könne deine Chance, ein Ziel zu erreichen, von 10% auf bis zu 95% erhöhen. Würdest du ihm zuhören? Vor ein paar Tagen bin ich über genau diese Behauptung gestolpert und ich konnte sie nicht mehr loslassen. Ich bin Journalist, ich liebe Zahlen, ich liebe Studien, ich liebe Behauptungen, die man überprüfen kann, weil man sie genauso gut zerlegen kann. Und diese eine Zahl, 95%, klang für mich im ersten Moment wie ein Versprechen aus der Werbung. Wie soll man die Wahrscheinlichkeit, ein Ziel zu erreichen, fast verzehnfachen? Das kann nicht stimmen, dachte ich. Also habe ich angefangen zu recherchieren. Und was ich am Ende gefunden habe, hatte mit dieser Zahl fast nichts mehr zu tun und veränderte trotzdem die Art, wie ich heute arbeite. Ich begleite seit Jahren Menschen dabei, Ordnung in ihr Leben zu bringen. Und mir fiel etwas auf, das mich nicht mehr losließ. Warum schafft es die eine Person, ihre Wohnung aufzuräumen und Ordnung zu halten, tatsächlich mit Sport zu beginnen, ihr Leben zu verändern, während die andere seit Jahren denselben Satz sagt: Eigentlich müsste ich mal, eigentlich sollte ich mal, eigentlich wollte ich schon längst. Liegt es an der Intelligenz? Nein. Liegt es am Wissen? Ich war mir nicht sicher. Also habe ich nicht geraten, ich habe gefragt. Ich habe rund 2000 Menschen aus meinem Newsletter eine einzige Frage gestellt. Wo ist dein größter Schmerz? Also woran scheiterst du? Geantwortet haben nur 23 und ich war überzeugt, ich würde lesen: Mir fehlt eine Methode. Ich weiß nicht, wie man richtig aufräumt. Ich brauche noch mehr Wissen, doch fast niemand schrieb das. Stattdessen kam immer wieder fast wortgleich derselbe Satz: Ich komme nicht ins Tun. Ich habe diese Antworten gelesen und gemerkt, wie sich etwas in mir gedreht hat. Denn wenn das wirklich stimmt, wenn Wissen gar nicht das Problem ist, dann sind alle weiteren Bücher, Podcasts, Videos und Lektionen, die wir den Menschen geben, vollkommen nutzlos. Dann lösen wir das falsche Problem. Aber wenn Wissen nicht die Antwort ist, was dann? Ich wusste es nicht. Und genau in diesem Moment habe ich zum Telefon gegriffen und einen Mann angerufen, von dem ich dachte, er könnte es wissen. Mein Freund Pascal. Pascal ist Unternehmensberater. Er begleitet seit vielen Menschen große Konzerne dabei, ihre Ziele tatsächlich zu erreichen. Nicht in der Theorie, sondern in der Praxis, dort, wo es weh tut. Ja? Ich habe ihm meine Frage gestellt, so direkt wie sie war: Pascal, wenn du nur eine einzige Sache nennen dürftest, was bringt Menschen wirklich ins Tun? Und seine Antwort kam ohne Zögern. Aber sie war nicht das, was ich erwartet hatte. Er nannte mir keine Methode, keine Technik, kein System. Er sagte, wie aus der Pistole geschossen, einen Satz: Ja, der Mann. Ich sage: Was meinst du? Ja, dein Typ da. Ich weiß, ja, der Mann da, der Mann in Portugal. Ich wusste echt nicht, wovon Pascal spricht. Ich habe mir eine Weile gebraucht. Er hat dann gesagt: Ja, mit dem du jede Woche dich da immer triffst, ne? Habe ich gemerkt, er meint Joaquin. Joaquin aus Galicien im Norden von Spanien. Und dann dämmerte es mir. Joaquin. Ich habe ihn vor vielen Jahren in einem Kurs bei der Bestsellerautorin Lynn McTaggart kennengelernt. Lynn McTaggart hat die Methode erfunden, The Power of Eight. Also wir kommen in Gruppen zusammen und halten eine Intention, The Power of Intention, die Kraft der Absicht. So, Stefan, please tell me what happened to your mother. You know, I must tell you that when we booked your event. Heute lebt Joaquin als pensionierter Banker im Norden von Spanien. Wir könnten unterschiedlicher kaum sein. Und trotzdem gibt es seit vielen Jahren etwas, das uns jeden Dienstag verbindet. Aber bevor ich dir verrate, was Joaquin und ich seit Jahren tun und warum mir erst viel später klar wurde, was das eigentlich war, musste ich wissen, ob hinter Pascals Satz mehr steckt als ein Bauchgefühl. War das nur seine Erfahrung? Nur meine? Oder gibt es dafür echte Wissenschaft? Ich habe also getan, was ich als Journalist immer tue. Ich habe gegraben und ich bin auf etwas gestoßen, das ich so nicht erwartet hatte. Wenn wir heute an persönliche Entwicklung denken, stellen wir uns fast immer denselben Menschen vor. Einen, der alleine kämpft, alleine entscheidet, alleine diszipliniert ist, alleine erfolgreich wird, der einsame Held. Doch dieses Bild widerspricht fast unserer gesamten Geschichte als Menschen. Über 99% der Menschheitsgeschichte haben wir in kleinen Gruppen gelebt. Jäger, Sammler, Familien, Stämme. Niemand hat alleine überlebt.
Wer aus der Gruppe ausgeschlossen wurde, war so gut wie verloren. Unser Gehirn hat sich deshalb nicht für die Isolation entwickelt, sondern für die Verbindung. Der britische Evolutionspsychologe Robin Dunbar hat sich jahrzehntelang mit der Frage beschäftigt, wie Menschen soziale Beziehungen organisieren. Seine Forschung zeigt, dass wir evolutionär auf stabile soziale Gruppen ausgelegt sind. Unser Gehirn ist im Grunde ein Beziehungsorgan. Und vielleicht, dachte ich, erklärt das, warum so viele Veränderungsversuche scheitern. Wir versuchen etwas ganz alleine zu schaffen, wofür unser Gehirn nie gebaut wurde. Doch dann wurde es noch eindringlicher. Ich stieß auf die Arbeit von Noemi Eisenberger an der University of California. Ihre Forschung fand Hinweise darauf, dass soziale Ausgrenzung teilweise dieselben Hirnregionen aktiviert wie körperlicher Schmerz. Lass das einen Moment sacken. Wenn wir ausgeschlossen werden, wenn wir alleine sind, dann tut das unserem Gehirn auf eine Weise weh, die dem körperlichen Schmerz ähnelt. Verbindung ist für uns also nicht einfach angenehm. Verbindung ist biologisch relevant. Wir brauchen sie. Und an dieser Stelle habe ich angefangen, die Frage anders zu stellen. Vielleicht lautet sie gar nicht, wie diszipliniert bist du? Vielleicht lautet sie, mit wem gehst du deinen Weg? Aber da war noch ein zweiter Grund, warum Menschen scheitern. Und der hat mit mir selbst genauso zu tun wie mit dir. Wir überschätzen unsere Motivation. Heute fühlen wir uns stark, heute sind wir überzeugt, morgen beginne ich, morgen räume ich auf, morgen ziehe ich es durch. Doch Motivation ist wie das Wetter. Mal scheint die Sonne, mal regnet es und wer sich ausschließlich auf das Wetter verlässt, der verliert, früher oder später. Deshalb sagen viele Verhaltensforscher einen Satz, der einfach klingt und alles verändert. Systeme schlagen Motivation. Ich saß an diesem Abend mit all diesen Studien vor mir, Dunbar, Eisenberger und das Sache mit dem Schmerz und musste plötzlich wieder an meine kleine Umfrage denken. Rund 2000 hatte ich gefragt und nur 23 hatten geantwortet. Aber genau das war das Unheimliche. Diese 23 schrieben fast alle dasselbe. Ich komme nicht ins Tun. Und zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass diese Menschen vielleicht gar kein Problem mit sich selbst hatten, sondern dass wir ihnen die ganze Zeit das Falsche gesagt haben. Reiß dich zusammen, sei disziplinierter, streng dich mehr an. Was, wenn das alles am Kern vorbeigeht? Mit diesen Gedanken im Kopf kehrte ich zurück zu jener Zahl, mit der alles begonnen hatte. 95%. Bei meiner Recherche stieß ich auf eine häufig zitierte Untersuchung der American Society for Training and Development. Sie berichtet, wie sich die Wahrscheinlichkeit verändert, ein Ziel tatsächlich zu erreichen. Wenn du einfach nur eine Idee hast, liegt die Wahrscheinlichkeit bei etwa 10%. Wenn du dich entscheidest, das Ziel wirklich zu verfolgen, steigt sie auf 25%. Wenn du einen Termin festlegst, auf 40%. Wenn du einen konkreten Plan machst, auf 50%. Und jetzt kommt es, wenn du einer anderen Person davon erzählst, auf 65% Wahrscheinlichkeit, dass du das Ziel erreichst. Und wenn du einen festen Rechenschaftspartner hast und ihm regelmäßig Rückmeldung gibst, dann wurden Erfolgsquoten von bis zu 95% berichtet. Ich sage ganz offen, diese Zahl muss man journalistisch mit Vorsicht behandeln. Es ist eine häufig zitierte Untersuchung, keine in Stein gemeißelte Wahrheit und sie bedeutet nicht, dass plötzlich jeder Mensch jedes Ziel erreicht. Aber sie deutet in eine Richtung. Und genau deshalb wollte ich es genauer wissen. Eine einzelne Untersuchung, genügt mir nicht. Also habe ich etwas weiter gesucht, bis ich auf etwas stieß, das deutlich schwerer wiegt. Im Jahr 2016 veröffentlichte ein Forscherteam um Benjamin Harkin eine große Meta-Analyse im renommierten Fachjournal Psychological Bulletin. Eine Meta-Analyse ist keine einzelne Studie, sondern die Zusammenfassung vieler Studien, das Schwergewicht der Wissenschaft. In diesem Fall waren es 138 wissenschaftliche Studien mit fast 20.000 Teilnehmern. Die zentrale Frage lautet: Hilft es Menschen, ihren eigenen Fortschritt zu beobachten? Und die Antwort war eindeutig: Ja. Menschen, die ihren Fortschritt verfolgen, erreichen ihre Ziele häufiger. Doch dann kam der Punkt, an dem ich innehalten musste. Du ahnst es, denn der Effekt wurde noch deutlich stärker, sobald dieser Fortschritt nicht nur beobachtet, sondern einem anderen Menschen berichtet wurde. Nicht nur beobachten, berichten. Nicht nur wissen, teilen,
nicht nur planen, Rückmeldung geben. Und plötzlich begann sich für mich ein Muster abzuzeichnen, das überall auftaucht, sobald man einmal anfängt, es zu sehen. Warum funktionieren Fitness-Apps? Warum funktionieren Schrittzähler? Warum funktionieren Laufgruppen? Warum funktionieren Lerngruppen? Warum funktionieren Selbsthilfegruppen? Warum funktionieren die anonymen Alkoholiker? Warum funktioniert Weight Watchers? Es ist immer dasselbe Muster. Menschen verändern sich erfolgreicher in Gemeinschaft als in Isolation. Und falls du jetzt zweifelst, dann machen wir ein kleines, einfaches Gedankenexperiment. Hier sofort. Stell dir vor, du möchtest morgen früh um 6 Uhr joggen gehen. Variante 1, du nimmst es dir einfach vor. Niemand weiß davon. Niemand fragt nach. Niemand wartet auf dich. Variante 2, dein bester Freund steht morgens früh um 6 vor deiner Haustür. Top motiviert, bereit, im Jogginganzug. In welcher Variante gehst du tatsächlich joggen? Du kennst die Antwort natürlich sofort. Nicht, weil du in Variante 2 plötzlich mehr Motivation hättest, sondern weil ein anderer Mensch beteiligt ist. Weil etwas entstanden ist, das stärker ist als deine Tagesform. Und in genau diesem Moment, mitten in der Recherche, fiel bei mir der Groschen. Plötzlich verstand ich, was Pascal am Telefon gemeint hatte mit diesem einen fast beiläufigen Satz. Du brauchst einen Menschen, der mit dir unterwegs ist. Er hatte mir keine Methode genannt, weil es nicht um eine Methode ging. Er hatte das Einfachste und gleichzeitig das am meisten Unterschätzte gemeint. Und im selben Augenblick verstand ich auch, warum mir Joaquin eingefallen war, warum ihm Joaquin eingefallen war. Joaquin ist seit Jahren mein Body. Joaquin und ich, der Aufräumcoach aus der Schweiz und der pensionierte Banker aus Spanien, betreffen uns seit Jahren jeden Dienstag. Wir reden über unsere Projekte, wir legen ein Wochenziel fest und wir halten gegenseitig, das ist eine Art Meditation, 10 Minuten mit geschlossenen Augen, die Absicht, die Intention, so wie wir es bei Lynn McTaggart gelernt haben. Ich mag Joaquin unglaublich, aber ehrlich gesagt war mir nicht bewusst, dass er so ein wichtiger Teil ist, so ein regelmäßiger Teil, dass er mein Body ist, dass ich jede Woche mein Wochenziel festlege und mit ihm halte, ihm es erzähle. Er liest meinen Text vor und wir halten meditativ diesen Zustand. Und so habe ich mein Bodysystem in meiner Sweet Spot Community, Sweet Spot der Ordnung, wo wir eben nicht alle Theorie unterrichten, wo es nicht um viel Wissen geht, sondern wo es ums Tun geht. Was Joaquin und ich da seit Jahren leben, was Pascal in einem Satz zusammengefasst hatte, was Dunbar, Eisenberger und Harkin aus völlig verschiedenen Richtungen beschreiben, es ist ein und dasselbe. Es ist ein Body-System. Body ist Englisch, das heißt sowas wie der Kumpel. Kein Kontrolleur, kein Aufpasser, kein zusätzlicher Coach, sondern ein Weggefährte. Jemand, der dieselbe Reise macht. Jemand, der morgens fragt, hey, was ist dein kleiner Schritt für heute? Und abends, hast du ihn gemacht? Mehr nicht. Keine stundenlangen Gespräche, keine komplizierten Formulare, keine zusätzlichen Meetings, nur eine kleine tägliche Verbindung. Vielleicht ein Foto, vielleicht eine Sprachnachricht, vielleicht nur ein einziges Wort. Erledigt. Und wenn ich eines in all den Jahren als Aufräumcoach gelernt habe, dann dies. Die meisten Menschen wissen längst, was sie tun müssten. Alle Menschen, die ich bisher begleiten durfte, sind nicht daran gescheitert, dass ihnen Wissen fehlte. Die meisten scheitern daran, dass sie alleine sind. Niemand fragt nach, niemand freut sich mit ihnen, niemand merkt, wenn sie aufgeben, niemand erinnert sie an ihr Ziel. Vielleicht sind also die 95%, mit denen diese ganze Geschichte begann, am Ende gar nicht die wichtigste Erkenntnis. Vielleicht ist die wichtigste Erkenntnis eine ganz andere, eine, die ich am Anfang dieser Recherche selbst nicht gesehen habe. Wir scheitern oft nicht an mangelnder Disziplin. Wir versuchen einfach etwas ganz alleine zu schaffen, wofür unser Gehirn nie gebaut wurde. Und vielleicht ist die Frage, die am Anfang stand, in Wahrheit nie gewesen, wie diszipliniert bist du? Vielleicht war sie immer nur diese. Mit wem gehst du deinen Weg? Wenn du Lust hast, dieses Thema nicht allein zu lösen, komm in unsere Sweet Spot Community. Die ist für alle, die wirklich umsetzen wollen, offen. Es geht darum, dass wir die Prokrastination beenden, indem wir jeden Tag kleine Schritte tun und darüber reden. Ja, und wenn du es noch ein bisschen intensiver tun möchtest, komm
in meinen Sprint und sei 3 Monate sehr intensiv dabei. Wenn du dein Ziel erreichen möchtest, nimm dir einen Body. Ich habe Bodies. Wenn du dein Ziel erreichen möchtest, dann schaffe eine Methode, wo du einen Body hast, wo du drüber sprichst, wo du Rechenschaft ablegst. Nicht um dich zu kontrollieren, sondern um dich zu motivieren. Hier unten findest du mehr Infos. Danke. Tschüss.